Moin. Moin. Wie ihr seht, leuchtet Kevin gerade einen Scheinwerfer aus. Hier ist ein Steinschlag vorhanden, hier ist Feuchtigkeit drin. Wir werden uns nachher mal angucken, woher die Feuchtigkeit kommen kann. Zudem werden wir noch in der elektrischen Lichtanlage des Fahrzeugs gucken, was noch für Fehler vorhanden sind und wie man diese beseitigen kann. So, hier haben wir einmal den Scheinwerfer im ausgebauten Zustand. Hier sieht man schon, die Feuchtigkeit hat sich wirklich schon im ganzen Scheinwerfer verteilt bzw. gesammelt. Hier sieht man schon die matten Stellen an der Glasscheibe, so wie der Steinschlag. Man sieht, der Steinschlag ist jetzt nicht komplett durchgängig. Daran liegt es nicht, dass Wasser eingetreten ist. Wir schauen mal hinten bei den Dichtungen, das ist ein häufiger Fehler, wo Wasser reinkommt. Hier sieht man schon den Unterschied. Beziehungsweise hier sieht man schon, die Dichtung oben ist offen, dadurch kann Wasser reinlaufen und unten natürlich nicht rauslaufen. Wenn ihr sowas habt, bitte daran denken, dass die Öffnung nach unten zeigt, dass das Wasser rauslaufen kann. Wir haben hier einmal einen Unterschied von einer anderen Kappe bzw. von einem Scheinwerfer. Hier sieht man direkt, dass die Dichtung durchgängig ist. Das heißt, da kann sich gar kein Wasser sammeln und dadurch könnte auch kein Wasser in den Scheinwerfer laufen. Ja, Lars, hier. Hier drin sieht man schon. Ja, da ist Wasser drin, die Kontakte sind teilweise korrigiert. Da werden wir den Scheinwerfer vermutlich austauschen müssen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dichtungen, die in solchen Fällen kontrolliert werden müssen. Das ist zum einen diese Dichtung hier beispielsweise. Hier sind keine Beschädigungen vorhanden. Es ist noch eine andere Dichtung zu kontrollieren. Die ist aber sehr schwer oder schwieriger zu kontrollieren, weil man diese Blechklammern hier abmachen muss. Hier hinter sitzt auch eine Dichtung. Die kann natürlich auch undicht werden. Eine andere Sache ist noch, dass hier eine Entwässerungsbohrung am untersten Punkt des Scheinwerfers angebracht ist. Kondenswasser kann sich im Scheinwerfer sammeln und das muss natürlich irgendwie wieder aus dem Scheinwerfer rausgehen. Und das passiert über diese Entwässerungsbohrung. Wenn die dicht ist, kann dieses Wasser nicht rausgehen und es führt zu Feuchtigkeit im Scheinwerfer. Somit eben einmal kontrollieren, wenn ein bisschen Feuchtigkeit drin ist, vielleicht ist das schon die Fehlerursache. So, wollen wir mal den neuen Scheinwerfer angucken? Ja. Kann man schon den Unterschied sehen. Ja. Ja, hier sieht man natürlich schon den Unterschied, klar, zwischen der matten Glasscheibe, die wir hier haben, beim alten Scheinwerfer und beim neuen Scheinwerfer, sieht man wirklich, dass man direkt einen klasse Überblick hat, bzw. einen klasse Durchblick hat für die Lampen und dadurch auch natürlich auch die Sicherheit im Straßenverkehr wieder gegeben ist. Genau, vernünftig. dann lassen Sie noch mal einbauen, wa? Ja. Jetzt wollen wir uns mal den anderen Scheinwerfer anschauen. Wie wir hier sehen, ist das Leuchtmittel hier schief montiert. Gehst du schon mal nach oben wegen Licht? Ja. Das passiert, wenn man das mal eben schnell machen will, das Leuchtmittel nicht richtig ausrichtet. Und dann kann man sehen, wenn Kevin mal eben das Licht anmacht, Ja, mache ich. ja, dass das hier schon ziemlich streut. Das verursacht natürlich, dass der Gegenverkehr geblendet wird, dass man eventuell nicht durch die Hautuntersuchung kommt, weil das Lichtbild nicht in Ordnung ist. Wir können uns das mal eben an dem eben ausgebauten Scheinwerfer noch mal anschauen. Genau. Hier sieht man das schon, wir haben es gemacht. Hier ist sie schon mal falsch eingebaut. Wir nehmen sie mal eben auseinander. Und wirklich sieht man, hier ist eine extra Führung für die H7-Leute, H7-Leuchte, wo man sehen kann, okay, die muss wirklich in dieser Führung sein, damit sie richtig verbaut ist. Das heißt, den Bügel richtig aussetzen, noch einmal nachschauen, dass sie wirklich sitzt und dann kann man so wieder einbauen. Kannst du auch mal eben einmal drehen, weil dann kann man auch sehen, dass sie hier richtig schön gerade drin sitzt. So wie sie gehört. Vorne haben wir euch ja eben schon mal gezeigt zum Thema Scheinwerfern, was da alles schieflaufen kann. Jetzt kommen wir zum Thema Rückleuchten. Lars, wärst du nett und würdest eben nach oben gehen und einmal das Licht durchschalten wie in der Fahrschule? Jo, mache ich. So, machen wir Lichter an. Ja, okay. Blinker links. Blinker rechts. Okay, hier sehen wir schon, das Rücklicht funktioniert nur zur Hälfte. Auf dieser Seite funktioniert es komplett.
Lars, drück mal die Bremse. Alles klar. Bremslicht funktioniert nicht auf der linken Seite, auf der rechten Seite schon. Gut, Licht aus. Komm mal her. Gut. Ja, wir haben ja eben schon das Licht durchgeschaltet. Hier sind die Schlussleuchten. Es sind 2 Birnen, darum hat auch nur eine Hälfte funktioniert. Die untere hat nicht funktioniert. Und einmal das Bremslicht hat nicht funktioniert. Hier sieht man auch, dass er ziemlich wackelig ist, die Birne in der Fassung. Ich würde sagen, wir nehmen mal eben kurz die weiße Fassung hier raus. Kannst du das mal eben unten hinlegen? Jo. Leg die dann mal rauf. Mal weg. Hier unten sieht man, geht schon ein bisschen schwer raus. Hier ist starke Korrosion. Dadurch entstehen natürlich Kontaktschwierigkeiten. Und so muss natürlich die Rückleuchte ausgetauscht werden, das kann man nicht mehr instand setzen. Ich würde sagen, wir bauen mal diese Rückleuchte aus, legen die auf die Werkbank und gucken uns dann auch mal an, was mit dem Bremslicht los ist. So. Aber das ist immer noch nicht so richtig. Dann wollen wir uns hier mal die Rückleuchte angucken. Hier haben wir einmal im unteren Bereich die Korrosion. Diese Leuchte dient gleichzeitig als Kennzeichenleuchte. In diesem Fall ist sie nicht mehr reparabel, weil der Kontakt hier nicht mehr hergestellt werden kann aufgrund der hohen Korrosion an den Kontakten. Aus dem Grund muss die Leuchte auf jeden Fall erneuert werden. Ein anderer Grund, warum die Leuchte erneuert werden muss, ist hier das Bremslicht. Wir haben ja vorhin gesehen, dass das Spiel im Bremslicht vorhanden war und das ist ursächlich ist dieser gebrochene Kontakt hier unten. Neu soll es so aussehen, dass der hier unten auf den Kontakt drauf drückt. Der hier ist weggebrochen. Durch Korrosion oder Ähnlichem kann das passieren. Im Endeffekt ist das ein häufiger Fehler, der auftritt und dadurch muss halt die Leuchte erneuert werden. Genau. Weitere Fehler, die hier auftreten können, sind, dass zum Beispiel falsche Birnen montiert werden. Hier zum Beispiel haben wir eine 10 Watt Birne, die montiert wird, obwohl wirklich draufsteht, dass wir wirklich nur 5 Watt Birnen verbaut werden sollen. Dadurch schmeißt er einen Fehler im Fehlerspeicher und man sucht sich wirklich lange einen Wolf, ja, um wirklich die Lichtanlage instand zu setzen. Ich würde sagen, holen wir mal unsere Leuchte. Ja, hier haben wir unsere Rückleuchte von der Marke DT Spare Parts. Hier vorne ist das DTQS-Siegel aufgebracht. Das bedeutet, dass dieser Artikel durch unser Fachpersonal geprüft wurde und so die Qualität garantiert ist. Lars und ich werden die Rückleuchte gleich einbauen. Aber natürlich gibt es von DT Spare Parts noch weitere Artikel zum Thema elektrische Lichtanlage, wie zum Beispiel Blinker, Relais oder weitere Artikel. Ja, und wenn ihr jetzt hier mal aufs Etikett schaut, dann seht ihr hier auch einen Kronencode. Den können die Werkstattprofis im Premium Shop eingeben und dann wertvolle Prämien abstauben. Guckt doch einfach mal vorbei. Und wir legen jetzt los und bauen die Rückleuchte ein. Jawohl. So, Feierabend. Yep. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und wenn ihr noch Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.